Wunderbar von Rumi van Mader. Unbeschwert saß Olga Z. aus Rimsteg-Rühringen am blauen Brunnen Wunderbar und steckte ihre gelben Füße in das sprudelnde blaue Nass. Sie dachte sich Wunder aus, doch nichts passierte. Die Gute zog eine lange Nörgelschnute und jammerte vor sich hin. »Bei allen anderen funktioniert's, nur bei mir wieder nicht. Och, ich armes Kind.« Das hörte Peter Pfau aus Lustrich-Übenau und sprang im Zickzack über die bunte Blumenwiese. Er hielt kurz inne, und noch ehe er es selbst verstand, schabte er grüne Brocken von der felsigen Brunnenwand und nuschelte etwas Seltsames in sein bärtiges Kinn. Ja, man konnte ihn wirklich schlecht verstehen. Olga Z. winkte ab und bat ihn, doch bitte weiter zu hopfen und sie nicht zu belästigen. Sie wollte alleine ihre Tränen zählen, Tropfen für Tropfen. Mit gespitzter Gusche versuchte sich Peter Pfau an einer verständlicheren Formulierung, doch das war im rauschenden Getöse der immer größer werdenden Fontäne nicht so einfach. Er presste mit Nachdruck hervor. »Ich hopfe nicht, Hopfen gibt es gar nicht. Ich springe galant, denn ich bin ein weltmeisterlicher Zickzackspringer und trage nicht umsonst ein gelbes Mellow-Johnny-Gewand.« Olga Z. war sichtlich genervt. »Oh, mich interessiert das alles nicht.« Sie bat Peter Pfau, ihr seinen Rücken zuzudrehen. Doch dies machte die Lage nicht unbedingt schöner. Peter Pfau verzichtete im Sommer nämlich auf seine Shorts, und das gelbe Trikot war zwar vorne länger, doch hinten, viel zu kurz. Olga Z. schrie kurz auf und musste dann kräftig anfangen zu lachen. Tränen der Freude kullerten über ihr gelbes Runzelgesicht. Ob du es glaubst oder nicht. Peter Pfau wurde sich schnell gewahr, warum sie lachte. Er legte seine großen Hände auf seinen frisch schamponierten Po und kniff seine behaarten Backen zu. Denn wenn er ausgelacht wurde, schlug ihm das sofort aufs Gemüt und er musste schlagartig köddeln. Er jammerte: »Oh nein, oh nicht doch, nein!« Und dann passierte es. 1, 2, 3, 4, 5 Köttel fielen zu Boden und rollten den kleinen Blumenhang hinunter und quietschten dabei quietschvergnügt. Olga Z. riss die Augen weit auf und biss sich auf die Unterlippe. Ihr stockte der Atem. »Och, der arme Mann!« Sie zog ihr weißes Blüschen aus und reichte es Peter Pfau. Der riss es ihr ungalant aus den Händen und wickelte sich eine praktische Windelhose daraus. Doch nun stand Frau Olga Z. in ihrer überprallen Schönheit nackernd da. Ihr großer gelber Busen leuchtete in den Sonnenstrahlen. All das war für Peter Pfau aus Lustrich-Übenau viel zu viel. Er überlegte kurz, ob er ihr sein gelbes Meistertrikot geben sollte, doch es war ihm zu kostbar. Und so sprang er alles andere als charmant auf und davon, schüttelte dabei seinen wirren Kopf und nuschelte nur: »Allerhand, allerhand!« Nun saß sie also da, die Olga Z., für alle gut sichtbar mit nacktem Oberkörper, präsentiert wie auf einem Blumen-Amüsegold-Tablett. Der Ohnmacht vor Scham schon ganz nah, sprudelte der Brunnen in diesem Augenblick die größte Fontäne, die die Welt bisher sah. Sie war so gewaltig, dass die Engel hoch droben in den Wolken ihre Harfen zur Seite legten, um diesem Spektakel drunten im Parkgeband zuzusehen. Einige Tropfen der Zeit später war es endlich soweit. Der Brunnen verschluckte Olga Z. Sie war auf einmal wie weg. Die Engel griffen zu ihren Harfen und spielten ein wunderbares Lied, was selbst dem lieben Herrgott im Himmel entzückte und sehr gefiel. Aber all die Spaziergänger und Schaulustigen weiter unten
bekamen es mit der Angst zu tun. Sie flüchteten so schnell, dass ihre Hüte wie fliegende Untertassen davonwehten und ihre Schuhsohlen kleine blaue Blitze auf dem Asphalt schlugen, während sie das sichere Weite im Industriegebiet suchten. Na, wären sie mal alle ruhig stehen geblieben, dann hätten sie erzählen können, wie nur kurze Zeit später Frau Olga Z. in einem der schönsten Perlenglitzergewänder hoch oben auf einer zweiten Riesenfontäne Pirouetten drehte. Runde um Runde, Stunde für Stunde, bis Olga, sichtlich erschöpft, doch sehr zufrieden zu Boden sank und mit einem breiten Lächeln rief: »Oh, wie wunderbar!« und mit einer weiteren Großfontäne wieder im Brunnen verschwand. Seitdem konnte sich keiner das zusammenreimen. Im plätschernden Brunnen lag, wie aus einem edlen Aquamarin gehauen, eine glücklich lächelnde und leicht übergewichtige Meerjungfrau. Ab und an kam Peter Pfau aus Lustrich-Übenau vorbei, ließ seine geblümte Windelhose, die er seit jenem Tag trug und die er über die Apotheke als Dauerabo bezog, Kess herunter und drehte dem Brunnen ganz frech sein haariges Hinterteil zu. Es passierte jedoch niemals nix irgendwas, und so sprang er amüsiert im Zickzack weiter und dachte sich so seinen Teil. »Das soll das blaue Aquamarinwunder im Brunnen sein? Tch, sieht aus wie die vollbusige Olga. Oh wei, oh wei.« Und seit der Zeit blieben Besucher aller Art schön weit weg. Dem Brunnen war all das nur recht, denn er hatte so gar keine Lust mehr auf nickelige Münzen, Plasteline, Knöpfe und allmögliches Mumpitzeug, was die Leute ihm schenkten, ohne es recht zu bedenken, denn sein heiliges Wasser wurde dadurch nur verdreckt. Und eines Tages, es war so Mitte Mai, da schüttelte er sich. Es wurde allerhöchste Springflutzeit, mal wieder so richtig kräftig durch. Die Münzen und der andere Mist flogen weit, weit und noch viel weiter hinfort. Der Brunnen war froh, von dem ganzen Unrat befreit zu sein und lud aus Käfigen geflohene Kanarienvögel und taube Tauben zu einem Stelldichein ein. Sein Wasser war nun wieder trinkbar und glasklar. Oh, wie wunderbar! Auch Olga Z. im blauen Edelsteinglas schenkte er die Freiheit. Und auch sie flog hoch und höher und weit, weit weg und landete schlagartig, dafür sanft, zwischen den behaarten Stelzen von Peter Pfau, der einige Kilometer entfernt mit dem Apotheker Herr Mühewind sprach und sich fast zu Tode erschrak. »Oh, wünscht ihr was?« frohlockte Herr Mühewind und reichte Peter das bestellte Windelhosen-Querpaket und schritt wie ein Storch über die Türesschwelle wieder in seine Pharmabude hinein. Peter und Olga ließ er auf dem erhitzten Asphalt allein. Sie hielten sich gegenseitig an den Ohren fest und fingen sogleich an zu kichern. Sie waren augenscheinlich plitsche-platsche blitzverliebt. Als Peter Pfau das hellblau changierte Perlenkleid an Olga bemerkte und sah, wie schön sie doch war, streichelte er ihr sanft über ihre gelbe Haut und ihr gelb schimmerndes Haar. »Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Oh, wie wunderbar!« Und Olga, anfänglich noch recht verlegen, massierte mit einem kecken Lächeln Peters flauschige Backen. Und obwohl er sehr aufgeregt war und die Schwitzeperlen auf seiner Stirn glänzten wie die schimmernden Perlen auf Olgas Kleid, musste er zum ersten Mal in seinem Leben seinen überreizten Darm nicht nachgeben. Seine Backen fühlten sich an wie zwei flauschige Wattewölkchen, und zwischendrin pfiff ein zartes Windchen ohne Ton und ohne die sonst üblich einsetzende Köttel-Expressproduktion. Na gut, was soll ich euch noch sagen? Die anderen Bewohner hielten auch weiterhin großen Abstand zum Park, und es mehrte sich das Märchen vom fressenden Brunnen.
Sie warnten sich gegenseitig auf ihre ganz eigenwillige Weise. »Geh da nur niemals, nimmer, nicht, nie hin! Der Wunderwahrbrunnen hat eine totale Meise! Selbst an überhitzten Tagen sieht man da keinen mehr drin baden. Ausgenommen gefiederte Freunde und anderes fabelhaftes Getier.« An einem Sonnenuntergangsabend, pure Romantik flatterte durch die Luft, gesellten sich Olga und Peter zum Brunnen, befreiten sein klares, blau schimmerndes Wasser von vergammelnden Blättern und verloren gegangenen Federn. Olga beugte sich zu einer kleinen Hummel hinunter und flüsterte zu ihr: »Na, du kleiner Brummer, hast wohl zu viel genascht, was? Mit vollem Bauch sollte man auch nicht schwimmen gehen.« Und behutsam fischte sie die gestreifte Brummkugel aus dem Wasser und setzte sie auf einen smaragdgrünen Halm des hochwachsenden Grases. Die Hummel plinzelte keß zurück. »Hatschi! Oh, das ist ein Missverständnis. Ich bin eine Meisterschwimmerin par excellence, trage ja nicht umsonst ein gelbes Gewand. Meinen Tauchschein wollte ich heute machen. Hatschi! Na wunder was!« Olga Z. aus Rimsteg-Rühringen und Peter Pfau aus Lustrich-Übenau lächelten verständnisvoll und ließen die Hummel neben ihrem Tauchlehrer Herrn Konrad Wapelheimer, einem Wasserfloh, der mit seinem Tauchteam soeben auftauchte, wieder zurück ins Wasser gleiten. Und alle waren froh. Peter und Olga fassten sich wieder gegenseitig an die Ohren, schauten überaus verliebt drein und sprachen mit leuchtend fiebrigen Augen und rosaroten Wangen und bestimmt auch ebenso leuchtenden Bäckchen zum Brunnen: »Oh, lieber Wunderwahr, das ist ja alles was. Was? Habe 1001 Dank für all deine Wunder. All die Geschichten über dich und deine magischen Kräfte sind so wunderbar wahr. Du bist einfach wunderbar, lieber Wunderwahr.« Der Brunnen, sichtlich genervt über all das romantische Geschleime, raunte über eine keck aus einer Seitendüse spritzenden Fontäne zu ihnen zurück. »Schön, euch zu sehen. Und jetzt geht wieder weg!« Wunderwahr, geschrieben von Romy van Mader, gelesen von Anja Klukas.